Für Unternehmer mit kleinen Teams werden Fake Conversions in Google Ads in der letzten Zeit ein immer größeres Problem. Hallo, mein Name ist Sonja, ich bin seit 21 Jahren im Online-Marketing zu Hause und ich habe seitdem für meine Kunden, für ehemalige Arbeitgeber und für mich einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro über das Online-Marketing erzielt. Ich selbst habe auch dieses Problem mit den Fake-Conversions und ich möchte dir meinen Weg zeigen, wie ich das löse, sodass Fake-Conversions überhaupt nicht erst gezählt werden und dass diese Infos auch überhaupt nicht an Google Ads zurückgeschickt werden. Vorab habe ich aber noch eine kleine Bitte. Wenn dir das Video hier weiterhilft, dann klick auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal, denn das ist der einzige Weg, wie ich erfahre, dass dir das Video weiterhilft und ich werde in der nächsten Zeit mehr Videos in der Art dazu posten. Um zu verstehen, wo das ganze Problem mit den Fake Conversions herkommt, ist wichtig zu wissen, wie Google Ads funktioniert. Denn diese Fake Conversions, die können dir regelrecht deine ganzen Kampagnen ruinieren und vor die Wand fahren. Wenn du Conversions misst auf deiner Danke-Seite, zum Beispiel von deinem Formular auf deiner Webseite, dann ist es so, dass du mit der Conversion, die du da zählst, eine Information an Google Ads zurückschickst. Und Google Ads nutzt künstliche Intelligenz, um herauszufinden, wer es den Nutzern, die auf deiner Webseite sind, sehr ähnlich, damit Google dir von diesen guten Nutzern in Zukunft mehr Nutzer schicken kann. Das heißt, mehr von den Nutzern, die den Leuten, die die Conversions auf deiner Seite machen, ähnlich sind, werden in Zukunft, ohne dass du was dazu tun musst, deine Werbung und deine Anzeigen sehen. Das ist eine super Sache, wenn es qualitativ hochwertige Leads sind. Wenn das aber Fake-Conversions sind, das heißt, wo keine richtige Person hintersteht oder wenn das einfach Werbeanfragen oder sowas in der Richtung sind, dann hilft dir das nicht weiter. Ich zeige dir gleich, welche Tools ich nutze und wie ich das genau auf meiner WordPress-Seite einrichte, damit ich genau diese Anfragen herausfiltern kann, damit die keine Conversion auslösen, die dann weder in Google Ads gezählt wird, noch dafür verwendet wird, um statistische Zwillinge zu bilden, die eben meine Anzeige in Zukunft häufiger sehen. Und dafür wechseln wir jetzt mal kurz ins Backend meiner Webseite. Viele Spammer haben mittlerweile so geschickte Systeme, irgendwelche Spamfilter und so weiter zu umgehen, dass solche Anfragen wie das hier durchaus trotzdem bei irgendwem landen können. Ich habe das häufiger, dass zum Beispiel der Vorname sich doppelt, dass die Anfrage auf irgendeiner anderen Sprache ist oder so, in der ich sowieso nicht arbeite. Und dann passiert es eben, dass hier irgendwelche Leute kommen, tragen sich da ein, schicken das Formular ab und landen auf meiner Danke-Seite. Und hier wird dann Bombs die Conversion an Google Ads geschickt. Natürlich möchte ich das nicht, weil das die Qualität meiner Kampagne stark beeinträchtigen kann. Ich möchte, dass mit diesen Leuten zukünftig was anderes passiert. Und genau dazu nutze ich ein paar spezielle WordPress-Plugins. Einerseits nutze ich für meine Formulare Gravity Forms, weil es hier unheimlich viele Zusatzfunktionen und Add-ons gibt. Ich nutze auch das in der Pro-Version, weil ich da automatisch zusätzliche Add-ons hier runterladen kann. Und hier nutze ich zum Beispiel das OpenAI Add-on. Das kannst du dir genau wie ein normales Plugin hier dann runterladen und das zusätzlich auf deiner WordPress-Seite installieren. Und wir brauchen aber tatsächlich noch was, um direkt die Formulareingaben in unserem Formular zu verarbeiten, bevor wir das Formular absenden. Und dafür nutze ich Gravity Perks. Bei Gravity Perks bekommst du weitere Add-ons für Gravity Forms, wie zum Beispiel hier das Populate Anything. Und das ist genau das, was wir hier brauchen, um quasi live die Eingaben, die in das Formular gemacht werden, einerseits auszuwerten, zu verwenden und die weiter zu verarbeiten, und zwar im selben Formular, bevor dieses Formular abgesendet wurde. Denn was wir hiermit machen möchten, wir möchten unsere Einträge von ChatGPT kontrollieren lassen, ob die bestimmte Kriterien erfüllen und dann das Ergebnis direkt im Formular wieder verarbeiten, um dann zu entscheiden, in Abhängigkeit davon, ob wir den Absender des Formulars auf die Danke-Seite schicken möchten oder ob wir dem einfach eine Nachricht anzeigen und den nicht auf die Danke-Seite schicken, auf der unsere normale Google Ads Conversion dann gefeuert wird. Das heißt, um das alles in diesem Formular hier zu nutzen, müssen wir zuerst ein paar Plugins installieren, und zwar einerseits Gravity Forms, dann brauchen wir das Add-on für OpenAI und dann brauchen wir von Gravity Perks noch das Populate Anything. Wenn du das alles installiert hast, dann kannst du an dein Formular rangehen und dann kannst du das bearbeiten. Denn was wir hier als allererstes machen ist, wir müssen ein zusätzliches Feld, ein verstecktes Feld hier einbauen. Und das machen wir, indem wir hier einfach ein Textfeld, ein ganz normales, einfügen. Und hier gehen wir auf Erweitert und hier klicken wir Verborgen an. Denn dieses Feld, das ist nur für uns als Admins.
Hier werden wir im Endeffekt hinterher speichern, ob das eine Fake-Anfrage ist oder ob diese Anfrage echt ist. Und das soll natürlich nicht der Nutzer sehen, der das Formular absendet. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir das hier auf Verborgen setzen. Und dann speicherst du und dann gehst du in die Formulareinstellungen. Denn du wirst sehen, wenn du dir das OpenAI-Plugin installiert hast, hast du nämlich hier einmal einen Bereich OpenAI. Wenn du dir Gravity Perks und das OpenAI Plugin installierst, bekommst du super hilfreiche Anleitungen und Videos von Gravity Forms. Deswegen gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Was du hier zuerst machen musst, du musst dir ein Feed erstellen. Das heißt, du musst das OpenAI Add-on mit deinem OpenAI-Account verknüpfen. Dann, wenn du das gemacht hast, kannst du dir hier ein Feed erstellen. Das habe ich hier schon gemacht. Wenn du das machst und wenn du hier noch keinen Feed drin hast, logischerweise gehst du auf Neues Formular hinzufügen. Das ist ein bisschen missverständlich benannt, aber über dieses neue Formular fügst du halt einen neuen Feed hin, der halt damit abgeglichen wird. So. Ich habe das hier schon gemacht. Und zwar habe ich das Inhaltskategorisierung genannt, denn was dieses Ding macht, was wir uns da jetzt gleich bauen, das prüft die Inhalte, die wir über das Formular bekommen, auf bestimmte Kriterien. Und diese Kriterien, die kannst du halt eben selber festlegen. Das heißt, wenn du feststellst, dass du häufig Spam-Nachrichten bekommst, wo zweimal derselbe Vorname drin steht, dann kannst du das quasi dazu nutzen, wenn häufig irgendwelche fremdsprachigen Anfragen gesendet werden, dann kannst du das als Kriterium festlegen und ich zeige dir kurz, wie das gemacht wird. So, hier. Du gibst dem einmal hier einen Namen und als Endpoint gibst du Chat Completions ein. Ganz wichtig. Hier gehst du auf GPT-4 und jetzt kommt es zu deinem Prompt. Was wir natürlich machen möchten, wir möchten prüfen, ob eben der Eintrag des Formulars echt ist, ob das ein Fake ist oder ob das, ich habe das genannt, anderssprachig ist. Und wir schicken OpenAI die folgenden Infos. Einmal den Vornamen, das heißt, wir müssen hier über diese Merge-Tags holen quasi die Inhalte, die ins Formular eingegeben werden, hier in diesen Prompt mit rein, müssen wir einmal den Vornamen einfügen, wenn ich den prüfen möchte, dann müssen wir einmal den Nachnamen einfügen und natürlich eben auch das Anliegen, wenn wir prüfen wollen, ob eben der Text da drin auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache ist. Und das ist hier mein Feld, wobei kann ich helfen. So, hier unten drunter habe ich noch erklärt, wann ich den in welche Kategorie einsortiert haben möchte. Und hier sage ich zum Beispiel, ein Eintrag ist fake, wenn die Vornamen und Nachnamen die gleichen sind oder wenn das keine echten Namen sind. Ein Eintrag ist anderssprachig, wenn die Sprache nicht Deutsch ist. Und in allen anderen Fällen betrachte den Eintrag als echt. Du kannst dir noch ganz viele andere Kriterien reinschreiben. Das bleibt dir vollkommen selbst überlassen. Was wir hier noch machen, das ist, wir müssen den Merge-Tag aktivieren. Was bedeutet das? Wenn wir dieses Plugin Populate Anything nutzen, dann müssen wir quasi hier drüber uns Informationen wieder ins Formular zurückholen. Das heißt, wir schicken einmal zuerst die Informationen, die der Nutzer uns gegeben hat, hier in diesen Prompt rein. Der Prompt macht was damit, der wertet das aus und das, was dieser Prompt ausspuckt, das möchten wir wieder im Formular zurückhaben und das funktioniert nur, wenn wir hier dieses Häkchen aktivieren. Was für uns ganz wichtig ist, wir möchten, dass dieser Prompt aktualisiert wird, wenn der Nutzer ein bestimmtes Feld ausfüllt. Das heißt, hier schauen wir unter Usage as Live Merge Tag, hier schauen wir uns einfach ab, was wir hier kopieren müssen in unser entsprechendes Feld. Das heißt, das hier kopieren wir einmal in unsere Zwischenablage. Und hier ist schon der Hinweis, diese Field-ID, die müssen wir gleich noch anpassen und das erkläre ich dir, wenn wir wieder im Formular drin sind. Wenn wir das ja alles gemacht haben, logischerweise müssen wir die Einstellung einfach mal speichern und dann können wir das Formular weiter bearbeiten. So, jetzt gehen wir nämlich an unsere Formular hier unten ran. So, hier müssen wir nämlich einen Default-Eintrag einstellen. Der ist ganz wichtig, denn der holt uns die Informationen zurück, die der Prompt uns geliefert hat. So. Und hier geben wir einen Standardwert ein. Und unser Standardwert, das ist zunächst mal das Kopierte hier. So, und hier war noch der Hinweis, wir müssen diesen Ausdruck Field-ID müssen wir aktualisieren. Was macht dieser Field-ID-Ausdruck? Jedes Feld hier hat irgendeine Nummer. Man sieht, die Webseite hier oben hat die ID Nummer 7, das hier hat die ID Nummer 5 und wir möchten, dass dieser ChatGPT-Prompt dann abgesendet wird, wenn der hier das letzte Feld ausgefüllt hat, das heißt dieses Wobei kann ich helfen. So, das hat die ID Nummer 5, das heißt, wir müssen dem jetzt hier sagen, wenn dieses Feld Nummer 5 aktualisiert wird, dann möchten wir die Sachen an ChatGPT schicken, dann soll der ganze Eintrag geprüft werden und dann möchten wir in diesem Feld hier das Ergebnis drin haben. So,
Dafür ist wichtig, dass wir hier diesen Parameter einfügen und dieses Häkchen setzen bei Erlaube die dynamische Befüllung dieses Feldes. Das wird nicht funktionieren, wenn du dieses Populate Anything nicht installiert hast. Ganz wichtig, das musst du vorher installieren und aktivieren. So, das fängt immer an, hier dieses GPPA-Value, das ist immer dasselbe. Und hier bei der Nummer 4, da kommt deine Formular-ID rein. Das heißt, die findest du hier oben. Hier siehst du nämlich, das Formular hat die ID 53. Das müssen wir anpassen. So, und hier kommt die Feld-ID des Feldes, was wir gerade hier bearbeiten. Das heißt, das ist die 9 rein. Und jetzt können wir das speichern. Und jetzt haben wir quasi schon mal erzielt, dass die Einträge alle kategorisiert werden. Was wir jetzt aber noch machen möchten, ist Folgendes. Wir möchten natürlich noch, dass die Nutzer, die jetzt als fake oder anderssprachig betrachtet werden, dass die nicht die normale Danke-Seite sehen. Und um das zu erreichen, müssen wir hier auf Bestätigungen gehen. Denn hier legen wir fest, welche Danke-Seite die Leute sehen sollen. Und die Standardbestätigung, die habe ich vorher schon eingerichtet. Das ist eben unsere Danke-Seite, die wir hier eben gesehen haben. Da sieht man die nochmal. So, genau, das war diese Danke-Seite, die Standardbestätigung. Aber wir wollen hier extra noch eine machen für Fake-Einträge. Und hier kannst du dann wieder hingehen, auf neues Formular hinzufügen. So, ich mache das jetzt nicht hier, sondern ich habe ja hier schon eins für die Fake-Einträge erstellt, damit es schneller geht. Und das bearbeite ich jetzt und zeige dir, was ich hier mache. Das heißt, ich erstelle hier einfach eine weitere Bestätigung. Das ist keine extra Danke-Seite, das könnte ich auch machen. Da hatte ich aber keine Lust zu, mir noch extra Arbeit für die Fakes zu machen. Deswegen habe ich hier einfach eine Botschaft reingesetzt, habe hier den mutmaßlichen Vornamen quasi als Platzhalter mit eingesetzt und da steht dann einfach, das Formular würde abgesendet. Denn ganz wichtig, wenn du hier jetzt hingehst und sagst, ich habe erkannt, dass du ein Fake bist, wird der es natürlich nochmal versuchen, sofern das ein echter Nutzer war, der dir einfach nur eine blöde Vertriebsanfrage oder ein Arbeitsgesuch oder irgendwie sowas schicken wollte. Ne? Das heißt, ganz wichtig, hier solltest du was reintun, was, falls das ein Nutzer ist, was den glauben lässt, hat alles gut funktioniert. Und jetzt geht es aber darum, dass wir noch sagen, okay, in welchen Fällen soll denn diese gesonderte Bestätigung angezeigt werden? Und jetzt haben wir ja dieses neue Feld eingerichtet, was wir Thema der Anfrage genannt haben, wo wir das Ergebnis unserer Prüfung rein eingeben. So, das heißt, hier habe ich bestimmte Bedingungen festgelegt, unter denen halt eben diese gesonderte Bestätigung und nicht die Danke-Seite gezeigt werden soll. Das heißt nämlich, wenn in diesem Feld Thema der Anfrage, wenn da quasi das Ergebnis ist anderssprachig oder wenn das Ergebnis ist fake. Bei mir macht Open das manchmal so, dass es mit einem ganzen Satz antwortet. Und dann kann es mal sein, dass da noch ein paar andere Worte halt eben stehen. Deswegen habe ich hier ausgewählt enthält. Natürlich kannst du deinen Prompt auch so formulieren, dass das Ergebnis der Prüfung wirklich nur ein Wort ist. Dann kannst du natürlich auch sagen ist. Ne? So, wenn du diese Bestätigung jetzt speicherst, dann kannst du nochmal ein Formular ausfüllen, so wie es quasi ein Fake-Nutzer ausfüllen würde. So, und wenn du dieses Formular jetzt so nochmal ausfüllst, das heißt mit einem falschen Namen, wo sich Vorname und Nachname sogar doppelt und wo hier auch noch eine andere Sprache drin steht. Wenn du das jetzt absendest, dann siehst du in meinem Fall die ganz normale Danke-Seite und zwar kann ich dir auch zeigen, weswegen. Ich habe vergessen, diese Bestätigung zu aktivieren. So, das heißt, wenn wir das jetzt nochmal machen und das nochmal absenden, dann werden wir hier unsere benutzerdefinierte Benachrichtigung sehen und dieser Mensch hat niemals unsere Danke-Seite gesehen. Das heißt, wenn der über Google Ads kommt, der wird auch niemals eine Conversion generieren und diese Conversion, die wird auch niemals bei Google Ads ankommen und die wird uns unsere Kampagnenergebnisse nicht durcheinander bringen. Das heißt, nochmal kurz in Zusammenfassung, du brauchst einerseits Gravity Forms und eben dieses OpenAI Plugin. Dann brauchst du Populate Anything von Gravity Perks. Das installierst du alles auf deiner Webseite, dann gehst du hin und dann verbindest du mit dem OpenAI Plugin deinen OpenAI Account. Das ist alles in diesen Videotutorials von Gravity Forms und Gravity Perks erklärt. Und dann gehst du nämlich hin, erstellst dein Formular. In deinem Formular machst du dir dein Zusatzfeld, was du eben als unsichtbar markierst. Und dann gehst du in die Einstellung von OpenAI. Einerseits erstellst du dir deinen Feed, änderst dann in diesem Feld hier die gesamten Parameter. Dann gehst du auf deine Bestätigungen. Da gehst du dann hin und richtest dir eben eine besondere Bestätigung ein, die eben nicht deiner normalen Danke-Seite entspricht.
legst hier die entsprechenden Bedingungen unten fest unter Conditional Logic, unter welchen Bedingungen eben die Nutzer diese Benachrichtigung sehen sollen. Und dann bist du fertig. Und du wirst dann auch sehen, wenn du dir die Einträge hier anschaust, dann wirst du nämlich sehen, wenn du dir den im Detail anguckst, dass hier unter Thema der Anfrage nämlich im Ergebnis steht, der Eintrag ist fake, weil der Vorname und der Nachname identisch sind. Du kannst mit diesen Möglichkeiten noch ganz, ganz viele weitere Bedingungen einrichten. Aktuell ist es so, dass es natürlich auch noch die Admin-Benachrichtigung hier gibt. Das heißt, an wen wird überhaupt eine E-Mail verschickt, wenn dieses Formular abgeschickt wird. Hier kannst du auch noch ganz viele Bedingungen einrichten und so weiter. Hier unter Benachrichtigungen. Ne? Das heißt, du kannst dir das alles so konfigurieren, dass es genau zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und natürlich kannst du mit diesen Variationen nicht nur Spam abwehren, sondern noch ganz, ganz viele andere tolle Dinge machen, die auch entweder zur Nutzerfreundlichkeit deiner Formulare beitragen oder die eben gegebenenfalls, je nachdem, wie du das einrichtest, auch vielleicht deinen Umsatz steigern könnten oder dir noch ein bisschen Zeit vorab sparen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib die einfach gerne hier unter dieses Video in die Kommentare rein. Du weißt jetzt, wie es geht. Mit den Links unter dem Video kannst du das alles nachmachen, denn ich habe alle Plugins und so weiter, die ich da genutzt habe, die habe ich dir da unten nochmal verlinkt. Wenn das hilfreich für dich war, dann lass mir ein Gefällt mir da und abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.